Das nächste Stück auf meiner CD ist von Franz Liszt, der selber auch ganz viel reiste, so wie Félix Mendelssohn Bartholdy ja auch. Aber er nannte seine Reisen Années de Pèlerinage, also sogenannte Pilgerjahre. Er war auch begeistert von dem Lied Wanderer von Franz Schubert, auch von der Wandererfantasie und auch von dem Gedicht von Georg Philipp Schmidt von Lübeck. Und zeigte das dadurch, dass er eben das Lied Wanderer für Klavier solo umkomponierte. Die beiden Stücke, die ich jetzt aber erstmal ausgewählt habe, sind musikalische Stimmungsbilder, Waldesrauschen, Gnomenreigen, virtuose Charakterstücke, die uns dann im Endeffekt durch den Bezug zur Natur und zur Fantasie wieder unserem Wanderer ein Stückchen näher bringen. Liszt schrieb diese beiden Stücke 1862, als er in einem Kloster in Rom lebte und die niederen Weihen der katholischen Kirche empfing. Und damit löste er im Endeffekt ein Versprechen ein, was er gegeben hatte, ein Stück für die theoretisch-praktische Klavierschule von Sigmund Lebert und Ludwig Stark zu komponieren. Wandern kann man ja auch sehr leichtfüßig, beziehungsweise man kann auch sagen, man tänzelt vielleicht durch den Wald, man tanzt. Und genau deshalb sind die nächsten Stücke auf meiner CD die 3 fantastischen Tänze von Dmitri Schostakowitsch. Schostakowitsch hatte natürlich alles andere als ein leichtes Leben. Er lebte unter politischen Umständen, die für Künstler zu der damaligen Zeit wirklich wahnsinnig schwierig waren. Trotz der Zensur sind uns einige Briefe erhalten geblieben, aus denen das dann auch hervorgeht. Ja, es gibt da diese bekannte Geschichte von dem jungen, aufstrebenden Komponisten, der zunehmend an Popularität gewann und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen wurde seine Oper Lady Macbeth eingestellt. 1936, weil Stalin eine der Aufführungen besucht hatte und sie eben für nicht kompatibel befunden hatte. Danach befand sich Schostakowitsch ständig unter Beobachtung, musste ständig um sein Leben fürchten, so wie viele andere sowjetische Komponisten auch. Und jede einzelne Komposition, also jede Produktion, Veröffentlichung wurde im Endeffekt so eine Art Glücksspiel und ein wahnsinniges Risiko, ob es jetzt für akzeptabel befunden wurde oder nicht. Und das führte eigentlich zu so einer Art Isolation der gesamten sowjetischen Komponisten. Also sie wurden zunehmend von dem Rest der Welt abgeschieden und mussten sich mit den Bedingungen ihres Landes eben abfinden. Die Stücke, die ich jetzt hier ausgewählt habe, entstanden aber weit davor, bevor die politische Lage so drastisch wurde, nämlich im Jahr 1920 bis 1922. Also sie wurden veröffentlicht, als Schostakowitsch 16 Jahre alt war. Und sie zeigen seine Faszination für Volkstänze und Volksmelodien. Er hat also zunächst einen Marsch komponiert, als zweites folgt ein Walzer und als drittes eine Polka.